Die Reaktion eines 42 Kilo schweren Golden Retrievers, als ein 3-jähriges Mädchen ihm etwas ins Ohr flüsterte, brachte eine ganze Familie dazu, alles zu hinterfragen, was sie über die Bindung zwischen geretteten Hunden und den Kindern, die sie retten, zu wissen glaubten. Dies ist die Geschichte, wie Benny, ein sanfter Riese mit traurigen Augen und einer herzzerreißenden Vergangenheit, zum Schutzengel wurde, den niemand kommen sah. Was in der Nacht geschah, als die kleine Lena ihm ihr tiefstes Geheimnis ins Ohr flüsterte, wird völlig verändern, wie du die heilende Kraft bedingungsloser Liebe siehst. Aber die Wahrheit über Bennys früheres Leben, das machte diesen Moment wirklich erschütternd. Vor 8 Monaten wurde Benny auf den Straßen von Hamburg gefunden. Sein goldenes Fell verfilzt und schmutzig, die Rippen sichtbar durch seinen einst prächtigen Körper. Mit 42 Kilo hätte er das Bild der Gesundheit sein sollen, aber seine Augen erzählten eine andere Geschichte. Sie waren gefüllt mit einer Traurigkeit, die die Tierheim-Mitarbeiter selten gesehen hatten. Er hat etwas Schreckliches durchgemacht, flüsterten sie. Wird er jemals wieder Menschen vertrauen? Die Familie Schneider hatte monatelang nach dem richtigen Hund gesucht. Sabine und Michael Schneider wussten, dass ihre Tochter Lena einen Gefährten brauchte, der zu ihrem sanften Wesen passte. Als sie an jenem regnerischen Samstagmorgen ins Hamburger Tierheim kamen, hatten sie keine Ahnung, dass sich ihr Leben für immer ändern würde. Lena trug ihre gelbe Lieblingsregenjacke, ihr braunes Haar zu 2 verspielten Knoten gebunden. In dem Moment, als sie Benny ruhig in der Ecke seines Zwingers liegen sah, geschah etwas Außergewöhnliches. Während andere Familien an seinem Käfig vorbeigingen, ging Lena direkt zu den Metallstäben. »Benny«, sagte sie leise, als hätte sie seinen Namen schon immer gekannt. Diese 42 Kilo schwere, sanfte Seele hob langsam den Kopf und als seine warmen braunen Augen Lenas funkelndem Blick begegneten, veränderte sich etwas. Sein Schwanz, der sich 3 Wochen lang nicht bewegt hatte, wedelte einmal hoffnungsvoll. Lena drückte ihre kleine Hand gegen die Stäbe und Benny berührte mit seiner Nase ihre Handfläche. In diesem kostbaren Augenblick fanden beide genau das, was ihnen gefehlt hatte. Die ersten Wochen im Haus der Schneiders offenbarten Bennys komplizierte Vergangenheit. Er zuckte bei plötzlichen Bewegungen zusammen. Er weigerte sich zu fressen, wenn jemand zusah. Nachts positionierte er sich in der Ecke des Wohnzimmers, weit weg von der Familie, als verdiene er ihre Wärme nicht. Aber Lena verstand etwas, das die Erwachsenen nicht verstanden. Jeden Morgen setzte sie sich genau 1,5 Meter von Bennys Ecke entfernt hin, näherte sich nicht, war einfach nur da. Sie erzählte ihm von ihrem Tag, ihrem Spielzeug, ihren Geschichten. Sie zwang nie eine Interaktion, sie bot einfach ihre Gegenwart an. Der Durchbruch kam an einem Dienstagabend, 3 Wochen nachdem Benny nach Hause gekommen war. Lena hatte mit ihren Stofftieren gespielt und Geschichten über tapfere Hunde erfunden. Benny beobachtete von seiner Ecke aus, Ohren gespitzt, lauschend. Dann tat Lena etwas Unerwartetes. Sie nahm ihren Lieblings-Golden Retriever aus Plüsch und ging langsam auf Benny zu. Sie legte das Spielzeug sanft neben ihn und flüsterte: »Du kannst auf ihn aufpassen. Ich vertraue dir.« Benny starrte auf das Stofftier, dann auf Lenas vertrauensvolles Gesicht. Etwas brach in seinem verwundeten Herzen auf. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft stand er auf, ging zu der Stelle, wo Lena saß, und legte sanft seinen massiven Kopf in ihren Schoß. Sabine Schneider, die von der Küchentür aus zusah, spürte Tränen über ihr Gesicht laufen. »Ich merke, dass ihr nach so viel von Bennys Geschichte immer noch dabei seid. Und ehrlich gesagt, sagt mir das, dass ihr etwas Tiefgründiges über zweite Chancen versteht. Diese Verwandlungsgeschichten verdienen es, mit jedem geteilt zu werden, der glaubt, dass beschädigt nicht zerstört bedeutet. Was als nächstes passierte, wird euch genau zeigen, warum manche Verbindungen alles übertreffen, was wir über Heilung zu wissen glauben.« Von diesem Abend an wurden Benny und Lena unzertrennlich. Jeden Morgen wachte Lena auf und fand Benny vor ihrer Schlafzimmertür sitzend.
Beim Frühstück legte er seinen goldenen Kopf neben sie. Wenn sie draußen spielte, folgte er in respektvollem Abstand, immer beschützend. Die Nachbarschaft bemerkte die Verwandlung. Frau Müller von nebenan, die sich anfangs wegen eines so großen Hundes bei einem kleinen Kind Sorgen gemacht hatte, kam jetzt regelmäßig vorbei. »So eine Bindung habe ich noch nie gesehen«, sagte sie zu Sabine. Aber Benny trug immer noch Geheimnisse aus seiner Vergangenheit. Manchmal nachts hörten die Schneiders ihn im Schlaf wimmern, die Pfoten zuckend, als würde er vor etwas Schrecklichem rennen. Dann tapste Lena den Flur hinunter und legte sich neben ihn auf sein Hundebett. Sie versuchte nie, ihn zu wecken, sie bot einfach ihre Gegenwart an, bis seine Albträume verblassten. 4 Monate später begann Lena mit der Vorschule. Die Trennungsangst betraf Benny tief. Jeden Morgen postierte er sich am Fenster und schaute zu, bis das Auto verschwand. Er aß nicht. Als Lena jeden Nachmittag zurückkam, zitterte sein ganzer Körper vor Erleichterung. Dann kam die Nacht, die alles enthüllte. Lena war beim Abendessen ungewöhnlich still gewesen. Nach ihrem Bad ging sie direkt zu Bennys Bett und kuschelte sich neben ihn. Die Schneiders rückten besorgt näher, um zu lauschen. In einem winzigen Flüstern erzählte Lena Benny von einem Jungen in der Vorschule, der gemein zu ihr gewesen war. »Er sagte, ich sei komisch, weil ich mit dir rede«, sagte Lena mit brüchiger Stimme. »Er sagte, Hunde können Menschen nicht verstehen. Aber du verstehst mich, oder, Benny?« Was als nächstes passierte, ist in einem Video festgehalten, das jetzt millionenfach angesehen wurde. Benny wickelte langsam seine riesigen Pfoten um Lenas kleinen Körper. Er zog sie nah an seine Brust, dann legte er sein Kinn auf ihren Kopf und machte das sanfteste, tröstendste Geräusch. Ein leises Wimmern, das deutlich bedeutete, »Ich verstehe und ich bin hier.« Lena blickte zu seinem Gesicht auf, Augen glänzend vor Tränen. »Du bist mein bester Freund«, flüsterte sie. Und Benny leckte ihre Tränen weg, mit der Sanftheit einer Kreatur, die endlich ihren Zweck verstanden hatte. Das Tierheim enthüllte später Bennys herzzerreißende Geschichte. Er hatte einer älteren Frau gehört, die plötzlich verstorben war. Benny war 3 Tage an ihrer Seite geblieben, bevor Nachbarn entdeckten, was passiert war. Er war nicht misshandelt oder vernachlässigt worden, er war vom Tod selbst verlassen worden, treu wartend auf jemanden, der nie zurückkehren würde. Bis Lena kam. Dieses 3-jährige Mädchen lehrte Benny, dass Liebe zurückkommt, dass Loyalität belohnt wird, dass Vertrauen mit Geduld und Hingabe wieder aufgebaut werden kann. Heute gedeihen Benny und Lena gemeinsam. Jeder Morgen bringt neue Abenteuer und jeder Abend endet damit, dass sie Geheimnisse teilen, die nur sie verstehen. Hier ist, was ich möchte, dass ihr heute Abend bedenkt. Retten wir Hunde oder retten sie uns?